Herzlich willkommen zum 5. und letzten Teil dieser Einführung in Kants Ethik. In dieser Folge wollen wir einige wichtige Vor- und Nachteile von Kants Ethik betrachten. Wir schauen uns also an, inwiefern Kants Ethik sinnvoll und nützlich sein kann und welche Schwierigkeiten mit ihr verbunden sind. Doch zunächst eine kleine Wiederholung zu den Inhalten aus den letzten Clips. Laut Kant ist der Mensch gleichzeitig Vernunftwesen und Sinnwesen. Kant gibt der Vernunft jedoch eindeutig den Vorrang. Nur Handlungen aus Pflicht sind moralisch, denn hier bestimmt ausschließlich das moralische Gesetz den menschlichen Willen. Das moralische Gesetz ist dabei nichts anderes als der kategorische Imperativ. Kant formuliert den kategorischen Imperativ in verschiedenen Formeln. 2 Formeln sind besonders wichtig. Erstens die Universalisierungsformel. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Es geht also darum, ob subjektive Handlungsregeln, Maximen, verallgemeinerbar sind. Und zweitens die Zweck-an-sich-Formel. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Dadurch, dass der Mensch nämlich autonom ist, sich also selbst Gesetze geben und diese befolgen kann, hat er eine Würde und darf nicht instrumentalisiert werden. Welche Vor- und Nachteile hat Kants Ethik? Beginnen wir mit den Vorteilen. Dadurch, dass der kategorische Imperativ rein formal ist und keinen konkreten Inhalt hat, ist er auf jede Situation anwendbar. Dies wird vor allem bei der Universalisierungsformel des kategorischen Imperativs deutlich. Ich muss nicht lange hin und her überlegen, mir alle möglichen Informationen über die Situation besorgen oder kurz- und langfristige Folgen berechnen, die ja sowieso unsicher sind. Ich muss mir nur die Frage stellen, kann ich wollen, dass meine subjektive Handlungsregel, meine Maxime, allgemeines Gesetz wird, also immer, überall und für alle gilt? Lautet die Antwort Ja, ist meine geplante Handlung moralisch. Lautet die Antwort Nein, dann nicht. Einen weiteren Vorteil liefert die Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs. Durch sie wird nämlich die Menschenwürde geschützt. Das bedeutet, jeder Mensch, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welches Alter usw. er hat, muss immer auch als Zweck an sich behandelt werden und niemals nur als Mittel. Kant gilt nicht umsonst als einer der wichtigsten Begründer der Menschenrechte, also von Rechten, die der Mensch nur aufgrund seines Menschseins und aus keinem anderen Grund hat. Außerdem werden mit dieser Formel Minderheiten geschützt, deren Leben oder körperliche Unversehrtheit nicht verrechnet werden darf mit dem Glück der Mehrheit oder irgendeinem vermeintlich höheren Ziel. Eine solche formale, vernünftige Ethik macht objektive Entscheidungen möglich. Diese sind durch das Ausklammern aller subjektiven Triebfedern wie Neigungen, Gefühlen usw. nicht nur frei von Egoismus, sondern werden auch nicht, wie damals üblich, von Religion oder einer vorherrschenden Ideologie bestimmt. Allein die Vernunft bestimmt darüber, welches Handeln moralisch richtig ist. Kein Gott, kein Herrscher und auch kein Gefühl. Doch genau dieses völlige Ausblenden von Gefühlen ist einer der wichtigsten Kritikpunkte an Kants Ethik. Vertreter einer Gefühlsethik, wie zum Beispiel Hume oder Schopenhauer, betonen gerade die wesentliche Rolle von Gefühlen für moralisches Handeln. Ihrer Meinung nach motivieren gerade moralische Gefühle Menschen dazu, sich richtig zu verhalten. Zudem fällt es Menschen sehr schwer, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle bei Handlungsentscheidungen auszuklammern. Friedrich Schiller sagte in diesem Zusammenhang über Kants Ethik: Gern diene ich den Freunden, doch tue ich es leider mit Neigung, und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin. Er kritisiert hier Kants Ansicht, dass nur Handlungen aus Pflicht, bei denen also allein die Vernunft den menschlichen Willen bestimmt, moralisch sind. Außerdem widerspricht Kants Ethik der moralischen Intuition von Menschen, sie ist also kontraintuitiv. Völlig entgegen seiner Neigung, also aus Pflicht zu handeln, wirkt beinahe unmenschlich. Wir haben dieses Problem bei Alex' Mutter gesehen, die ihren Sohn an die Geldeintreiber verrät. Ähnliche Beispiele werden häufig herangezogen, um Kants Ethik als unrealistisch darzustellen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Pflichtenkollision, also das Problem, dass zwei Pflichten moralisch geboten wären, aber nicht gleichzeitig realisiert werden können. Auch dieses Problem haben wir bei Alex' Mutter gesehen. Hat eine Mutter nämlich nicht viel eher die moralische Pflicht, ihren Sohn zu beschützen, als irgendwelchen verbrecherischen Geldeintreibern die Wahrheit zu sagen? Kants Argumentation, dass die vollkommenen Pflichten Vorrang vor den unvollkommenen hätten, überzeugt solche Kritiker nicht wirklich. Weiterhin kann kritisiert werden, dass Kant mögliche Folgen von Handlungen völlig ausklammert. Dies wirkt nicht nur unrealistisch, sondern gewinnt angesichts globaler Herausforderungen mit weitreichendem Zukunftsbezug auch immer mehr an Brisanz. Angesichts globaler Gegenwartsprobleme müssen nämlich, so Kants Kritiker, die Langzeitfolgen unseres Handelns für spätere Generationen berücksichtigt werden. Deshalb formuliert Hans Jonas auch im 20. Jahrhundert einen neuen kategorischen Imperativ. Und schließlich kann Kritik an der Basis von Kants Ethik geübt werden. Man kann sich nämlich die Frage stellen, und die neuere Hirnforschung tut dies ganz vehement, ob es den freien Willen, der ja die Grundlage von Kants gesamten philosophischen System bildet, überhaupt gibt. Lautet hier die Antwort Nein, dann ist der Mensch nicht autonom, sondern determiniert, fremdbestimmt. Dann kann er gar nicht frei und vernünftig handeln. Überzeugt dich Kants Ethik? Hast du Lust, den kategorischen Imperativ einmal im Alltag auszuprobieren? Oder siehst du eher Schwierigkeiten und entdeckst dich auf der kritischen Seite wieder? Hinterlasse gerne einen Kommentar mit deiner persönlichen Meinung oder berichte von deinen Erfahrungen beim Austesten von Kants Ethik. Mit dem Quizlet Lernset Vor- und Nachteile von Kants Ethik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß dabei und bis bald!